zur Verlegung von 4 Stolpersteinen in der Stadt Kilburg. Hier an dieser Stelle wollen wir keine große Rede hören oder halten. Wir sind hier in einem relativ gefährlichen Bereich, was die Straßenlage angeht. Alles Spätere soll in Mahlberg in der alten Kirche in einer kleinen Gedenkfeier stattfinden. Herr Demnig, Sie haben in den letzten Jahrzehnten weit über 60.000 Stolpersteine verlegt in ganz Europa. Sie sind im letzten Monat 70 Jahre alt geworden. Das ist ein Alter, wo andere Leute sich zur Ruhe setzen. Was treibt Sie an, bei dem jetzt zugegebenermaßen einigermaßen schönen Novemberwetter hier nach Kilburg und später dann nach Mahlberg zu kommen, um diesen Mitgliedern der Familie Nussbaum einen Stolpersteine zu setzen? Ja, einfach das Interesse der Angehörigen, die sich das wünschen. Und es sind, also ich kann sagen, es wird nicht weniger. Es sind immer mehr Menschen, wirklich weltweit, die davon erfahren, von diesem Projekt. Und ja, jetzt, es sind ja oftmals die Menschen, die hatten weder Oma noch Opa und jetzt einfach ihre Ahnenforschung betreiben und dann sich diese Steine, diese Erinnerung wünschen in der Heimat, wo sie vielleicht zu Hause wären heute, wenn die Nazi-Herrschaft nicht gewesen wäre. Ja. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, also im Namen unseres Arbeitskreises für Kilburg und Mahlberg, dass Sie heute gekommen sind. Ich finde das ganz tolle Sache. Ja, ich danke für die Arbeit vor Ort, denn als Künstler eine Idee haben ist ja eine Sache. Aber ohne die Arbeit vor Ort, also ohne die Initiativen, würde nichts passieren. Und das finde ich auch wichtig, dass aus den Orten das Interesse kommt. Dankeschön. Ich danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute begehen wir einen denkwürdigen Tag. Es stimmt mich daher sehr zufrieden, dass sich so viele von uns Mahlbergern, aber auch von Gästen außerhalb von Mahlbergs hier eingefunden haben. Es würdigt den Anlass, dass auch unsere politischen Vertreter von der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde, dem Eifelkreis Bitburg-Brunn und dem Land Rheinland-Pfalz bei uns sind. Es ehrt uns um diesen Tag, dass von Lisa Botzen, eine direkte Nachfahrin der Familie Nussbaum, bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Botzen, auch mit Ihrem Lebensgefährten hier bei uns in Mahlberg. Und danke, dass Sie den weiten Weg von New Jersey, USA, auf sich genommen haben,
um heute hier bei uns zu sein. Wir gedenken heute, fast genau 79 Jahre nach der Reichspogromnacht, 3 Malberger Bürgerinnen und Bürger. 3 Menschen, die ihr ganzes Leben Teil der Dorfgemeinschaft von Malberg waren, die mit Freunden und Nachbarn hier ein ganz normales Leben führten. 3 Menschen, die dann vertrieben und ermordet wurden, nur weil sie anderen Glaubens waren. Ein grausames Schicksal, welches auch der in Tilburg wohnende Teil der Familie Nussbaum teilte. Heute werden mit den Stolpersteinen hier vor dem alten Wohnhaus von Adelheid, Johanna und Simon Nussbaum kleine, aber umso nachhaltigere Mahnmale geschaffen. Sie werden uns von nun an immer an die Familie Nussbaum erinnern, an das schlimme Schicksal von 3 unserer Mitbürger. Die Stolpersteine sollen, nein, sie müssen uns mahnen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Ich bedanke mich bei allen, die an der Gestaltung und der Durchführung für den heutigen Tag mitwirken und in den letzten Monaten mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank gilt Herrn Gunther Demning als Initiator der Stolpersteine und vor allem Herrn Toni Nemes, der als gebürtiger Kyllburger den Anstoß zu diesem Gedenktag hier in Marberg und Kyllburg gab. Wir sind heute zusammengekommen, um der Juden von Maulbosch, aber auch der Juden von Kyllburg, die bis 1933 auf Frieden, was die zusammengelebt haben, zu gedenken. Wir sind heute hier, um unseren ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu gedenken. Adelheid Nussbaum, geboren 1868 in Butzweiler bei Trier, lebte in Malberg vermutlich seit den 1890er Jahren. Deportiert nach Theresienstadt im Juli 1942, dort zugrunde gegangen im August 1942. Johanna Nussbaum, geboren 1884 in Butzweiler bei Trier, lebte in Malberg vermutlich seit den 1890er Jahren. Deportiert nach Theresienstadt im Juli 1942. Ermordet in Treblinka im September 1942. Simon Nussbaum, geboren 1884 in Butzweiler bei Trier, lebte in Malberg vermutlich seit den 1890er Jahren. Deportiert nach Itzika im April 1942, ermordet in Belzec vermutlich im Mai 1942. Yaheshme Rabba, Mebarak Ilam, Uroi Omaya, Yiparak Viet Tabak Viet Ar, Viet Raman, Viet Nase, Viet Hadar, Viet Haler, Viet Halal, Shemei Dekudisha Barihu. Le'alam min kol birchata, b'dishirata, tush birchata, b'nehemata, damiran bi'alma, bi'amru amen. Yaheshma Rabba min Shemaya, Rashaim Aleinu ve'kol Yisrael, bi'amru amen. Amen. Osei Shalom, bi'mramav, u'yasei Shalom, Aleinu ve'kol Yisrael, bi'amru amen. Mein Vater schreibt also, in der Schlossstraße 43 wohnten am 9. November 1938 3 Geschwister. Adelheid Nussbaum, Johanna Nussbaum, Simon Nussbaum. Was habe ich noch in meinem Gedächtnis vom 9. November 1938? Vergessen kann man das nicht. Ich war noch keine 10 Jahre alt. Als ich in Bacheckeln mit meinem Freund Toni Tomasa zusammen war, hörten wir aus der Schlossstraße ein lautes Gepolter, Weinen, Jammern. Wir liefen in die Schlossstraße und sahen, dass das Haus Nummer 43, das Judenhaus, von einem Männertrupp in Zivil geplündert wurde. Bilder, Haushaltsgegenstände und vieles mehr flog aus dem Fenster auf die Straße. Wir waren nicht alleine, einige Leute standen an der alten Kirche. Ich fragte, warum wird hier geplündert? Die Antwort war, alle Juden werden in ein Sammellager gebracht. Von einer Judenverfolgung oder Konzentrationslagern wussten wir Kinder nichts. Weder in der Schule noch zu Hause wurde darüber gesprochen.
Die 3 Bewohner wurden mit etwas Gepäck zunächst in den Keller im Hopfenhaus gebracht. Von den Nachbarn wurden sie bei Dunkelheit verpflegt. Niemand durfte es sehen. Am anderen Morgen waren sie nicht mehr da. Keiner hatte etwas gesehen oder gehört. Und keiner traute sich, über den Vorfall zu reden. Wo waren die 3 Personen bis zu ihrer Deportation und Ermordung 1942? Wir Kinder konnten das alles weder verstehen noch begreifen. Friedliche Menschen, nur mit einer anderen Religion. My name is Lisa Watson. I'm from New Jersey, America. I am the great-granddaughter of Herman and Zara Nussbaum from Kielbusch, and the great-grandniece of Adelaide, Johann, and Simon Nussbaum from Malbusch. My mother, Emily Watson, the daughter of Rebecca Nussbaum Strauss from Kielbusch, could not travel here for this, so I will read her words. Neither my mother, Rebecca Nussbaum Strauss, nor my uncle, Joseph Alfred Nussbaum, who my mother was able to bring to America, freely spoke of their time in Germany. It was clearly a traumatic time for them, but it also deprived me and our daughter of a vast familial heritage, which the task group of the Stolperstein in Kielbusch and Malbusch has helped uncover. I never knew that my Uncle Joe had served in the German army in World War I, and then, as a Jew, was forced to flee Germany 23 years later. I have never even known the correct spelling of my mother's first name, Rebecca with a CK, not with a K. Until her original birth certificate was found, I know practically nothing about my grandparents, Herman and Zara Nussbaum. I never knew I had relatives living in Malbusch, much less their fates under the hands of the Nazis. So many untold memories and stories, so sad. Along with those feelings of sadness came extraordinary feelings of closure and relief. By laying the Stolperstein, my family's names and their lives will never be forgotten. For that, I am eternally grateful to the task group for its dedication and tireless work, to Gunther Demnig for conceptualizing and carrying through this project, for the town councils and the citizens of Kielbusch and Malbusch for their support in this endeavor, and lastly, for our daughter who will be saying the long overdue Kaddish for these relatives. Thank you.